Erinnert dich die aktuelle Situation in der EU und in Deutschland auch an den Kultklassiker The Matrix von 1999 mit Keanu Reeves? In diesem Video werde ich dir 10 gute Gründe aufzeigen, warum du jetzt aus der Matrix aussteigen solltest und die EU in Richtung Nicht-EU-Ausland verlassen solltest. Hier noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn du dich auch mit dem Gedanken Auswanderung beschäftigst oder Plan B, dann solltest du dir einmal unsere Veranstaltungen und Seminare anschauen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos. Insbesondere unser Plan B Schweizer Taschenmesserseminar in Zürich, das demnächst wieder stattfinden wird, ist ein Seminar, wo wir das ganze Thema Verlassen der EU, Plan B außerhalb der EU aufbauen, sehr detailliert besprechen und anschauen. Hier geht es nicht nur um Dinge wie weitere Staatsbürgerschaften, Aufenthaltsgenehmigung, Firmengründung, Konten außerhalb der EU. Dort befassen wir uns auch sehr intensiv mit den ganzen geopolitischen Risiken, denen wir uns ja momentan ausgesetzt sehen. Dieses Mal ist übrigens wieder mit dabei Generalaußerdiensten Erich Warth. Er war lange Sicherheitsberater von Kanzlerin Angela Merkel. Er kennt Leute wie zum Beispiel Putin persönlich. Er hat Zugang zu Informationen, die du und ich nicht haben. Er ist ein echter Insider und er wird hinter verschlossenen Türen sein Wissen mit uns teilen. Das ist sehr exklusiv. Er war schon mehrfach hier bei unseren Seminaren dabei und viele der Teilnehmer konnten für sich Informationen mitnehmen, die sie dann ganz konkret bei ihrer Planung für einen Plan B oder Auswanderung verwenden konnten. Es geht ja hier vielfach auch um den Schutz unserer Kinder und Enkel, damit diese hier nicht an einer möglichen zukünftigen Ostfront der NATO verfeuert werden. Also schau dir mal die Details an. Es würde mich freuen, dich dort zu treffen. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Stell dir vor, du lebst in einer künstlichen Realität, einer Scheinwelt, in der du glaubst, frei zu sein, während du in Wirklichkeit in einem System gefangen bist, das dich kontrolliert, das dich beherrscht, das jeden deiner Schritte genau nachverfolgt. Im Film The Matrix von 1999 bietet Morpheus Neo die rote Pille an, um die Wahrheit zu sehen. Und heute biete auch ich dir eine Art rote Pille für die EU an. Willst du weiter in der EU-Matrix leben oder bist du bereit, die Wahrheit zu erkennen und den ultimativen Schritt zu wagen? Auswandern und in Zukunft außerhalb der EU zu leben? Wie Neo könntest du feststellen, dass das, was du für Freiheit hältst, nur eine Illusion ist und dass ein Leben jenseits der EU-Grenze die wahre Befreiung bedeutet? Viele unserer Mandanten mussten das feststellen. Für viele war der Wegzug aus der EU ein Befreiungsschlag und viele blicken sie jetzt ganz anders auf ihr damaliges Leben, auf ihre damalige Existenz. Hier sind 10 Gründe, warum das Auswandern aus der EU-Matrix und das Gründen einer neuen Existenz außerhalb der Europäischen Union vielleicht die rote Pille ist, die du heute brauchst. Grund Nummer 1 ist die wachsende Überwachung innerhalb der EU. Die EU entwickelt sich immer mehr zu einem modernen Überwachungsstaat. Wie in der Matrix wirst du ständig beobachtet und deine Daten werden gesammelt. Außerhalb der EU findest du noch Länder mit mehr Privatsphäre. Du weißt, das Ganze ist 2025 wieder sehr aktuell geworden mit der Einführung von MiCA, wo es um die Überwachung aller Kryptozahlungsströme geht. Das Ganze wird noch schlimmer werden. Ab 2029 kommt das EU-weite Bankregister, wo dann alle Banktransaktionen hier zentral in einer Datenbank erfasst werden. Das ist auf jeden Fall beängstigend. Grund Nummer 2 ist das Demokratiedefizit innerhalb der Europäischen Union. Sicherlich gibt es hier demokratische Elemente, wie zum Beispiel das EU-Parlament. Aber gerade das EU-Parlament ist ja die schwächste aller EU-Institutionen, die sich ja kaum durchsetzen kann gegenüber zum Beispiel der EU-Kommission oder dem EU-Ministerrat. Das Parlament kann nicht mal Gesetzesvorhaben hier mit einbringen. Deine Stimme zählt also kaum noch. Demokratische Entscheidungen auf nationaler Ebene werden regelmäßig von nicht gewählten EU-Bürokraten in Brüssel überstimmt. Wir haben ja gesehen, was hier mit manchen ungeliebten Politikern gerade in Osteuropa passiert, die entweder abgesägt werden oder eben kaltgestellt werden. Durch Auswandern kannst du dieses System hinter dir lassen. Grund Nummer 3 ist die finanzielle Belastung. Du zahlst die Zeche für die Rekordverschuldung der EU. Der Euro-Rettungsschirm und immer neue Hilfspakete belasten kommende Generationen mit enormen Schulden. Wir haben es jetzt wieder hier
beim Thema Aufrüstung gesehen. Wir haben auch gesehen, dass die EU ganz scharf ist auf die Sparvermögen der Bürger und diese hier zu mobilisieren für die zweifelhaften Zwecke und Investitionen innerhalb der EU. In vielen Nicht-EU-Ländern ist die Steuerbelastung deutlich geringer. Du kannst sogar möglicherweise komplett steuerfrei leben. Schau dir die Videos auf diesem Kanal an. Dort kannst du dich inspirieren lassen. Grund Nummer 4 ist die zunehmende Militarisierung. Die geplante Aufrüstung der EU verwandelt den einst friedlichen Staatenbund in einen militärischen Block. Durch Auswandern kannst du dich dieser Entwicklung entziehen und dich und deine Kinder vor einer möglichen Wehrpflicht schützen und dich natürlich auch vor zukünftigen Verteidigungsabgaben etc. Du willst hier wirklich nicht in diesen Sog, in diesen Abgrund mit hineingerissen werden, diese Kriegslust, dieser Kriegswahnsinn, der hier in der EU ausgebrochen ist. Grund Nummer 5 sind Rekordausgaben für Auslandshilfen. Stichwort Fahrradwege in Peru. Während in den eigenen Ländern die Infrastruktur zerfällt, fließen Rekordbeträge an Steuergeldern in fragwürdige Hilfsprojekte im Ausland. Jenseits der EU-Grenzen kannst du noch in Ländern leben, die für einen solchen Firlefanz kein Geld und keine Zeit haben. Dort werden also deine Steuern, die hoffentlich nicht sehr hoch sind, dann tatsächlich in Projekte investiert, die tatsächlich sinnvoll sind und nicht für einen solchen Kokolores ausgegeben. Grund Nummer 6 ist der Verlust der staatlichen Souveränität in puncto Außengrenzen. Die gemeinsame EU-Asylpolitik nimmt dir und deinem Land die Kontrolle darüber, wer einreisen darf und wer nicht. Viele Länder außerhalb der EU haben eine klarere und konsequentere Einwanderungspolitik. Grund Nummer 7, wirtschaftliche Stagnation. In der EU-Matrix bist du gefangen in wirtschaftlicher Stagnation und übermäßiger Regulierung, die Innovation und Wachstum erstickt. Dynamischere Wirtschaftsräume außerhalb der EU bieten oft bessere Chancen, wie wir hier ja immer wieder auf diesem Kanal auch sehen. Grund Nummer 8 ist Machtverlust der EU-Mitgliedstaaten. Mit jedem neuen EU-Vertrag gibt dein Heimatland mehr Selbstbestimmung ab. Gewählte Parlamente, Volksvertreter, die du gewählt hast mit deiner Stimme, die deine Landsleute gewählt haben mit ihrer Stimme, haben immer weniger Einfluss. Die EU-Kommission wird immer mächtiger. Dem kannst du dich entziehen, indem du die EU verlässt und in ein kleines Land umziehst, wo es solche Probleme nicht gibt. Grund Nummer 9 ist Bürokratie und Überregulierung. Von der Glühbirne bis zum Staubsauger, die EU reguliert jeden Aspekt deines Alltags mit absurden Vorschriften. In vielen Nicht-EU-Ländern genießt du mehr unternehmerische und persönlichere Freiheit. Dort gibt es mehr Innovation, mehr Wachstum. Dort wird mehr dem Markt überlassen, was wiederum dazu führt, dass es den Menschen besser geht, es bessere Dienstleistungen und Produkte geht und nicht alles hier zentral wie von einem Zentralkomitee während dem Kommunismus kontrolliert wird. Und Grund Nummer 10 schließlich und letztlich ist die kulturelle Vereinheitlichung. Deine kulturelle Identität wird ja in der EU zunehmend durch einen EU-Einheitsbrei ersetzt. Hier gibt es Cancel Culture, Political Correctness. Man traut sich nicht mehr zu sagen, was Sache ist. Es gibt außerhalb der EU Gott sei Dank noch Länder, wo das noch anders ist, wo man sich nicht den Mund verbieten lassen muss, wo freiheitliches Denken tatsächlich noch willkommen ist. Also, man muss es sagen, die Wahrheit kann natürlich schmerzhaft sein, wie Morpheus in der Matrix sagt. Du nimmst die blaue Pille und die Story endet. Du wirst morgen in deinem Bett aufwachen und dich an nichts erinnern und weiterhin in deiner Scheinwelt leben. Jetzt kannst du dich dafür entscheiden, tatsächlich die rote Pille zu nehmen und den Schritt hier ins Ausland zu wagen, den Sprung ins kalte Wasser sozusagen, und du kannst rausfinden, wie tief das Kaninchenloch tatsächlich ist. So, das sind alles wichtige Punkte. Ich würde dir empfehlen, dich einmal konkret damit zu befassen. Wir haben sehr viele Mandanten, die schon den Schritt außerhalb der EU gewagt haben. Für manche ist das einfacher, für manche ist es schwieriger. Aber man muss ja auch sagen, der Schritt außerhalb der EU kann schon einfach bedeuten, dass du in die Schweiz umziehst. Da bist du ja auch nicht mehr in der EU. Und die Schweiz zum Beispiel ist ja etwas, was sich jetzt wirklich viele vorstellen können. Also keine komplett andere Welt an einem anderen Zipfel der Erde, wie zum Beispiel in Südamerika und Asien. Aber natürlich machen auch viele diesen Sprung. Länder wie Dubai sind ja zum Beispiel nicht ohne Grund so populär geworden in den letzten Jahren. Wenn das alles auch für dich Themen sind, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Wegzug ins Ausland, Auswander, die EU verlassen, sich wirtschaftlich außerhalb der EU zu diversifizieren. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können.
Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.